Schönen guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Willkommen im neuen Tag. Ja, wir haben die Blauglöckchenfee für heute und da geht es darum, dankbar zu sein, sich irgendwie dankbar zu zeigen, den Begriff Dankbarkeit in sein Leben zu projizieren. Es ist ja nicht nur ein Wort, es wird ja auch gelebt oder sollte gelebt werden. Hier speziell bei dieser Karte geht es sogar darum, dass Dankbarkeit praktisch das Geheimnis eines erfüllten Lebens ist. Es geht darum, das Gute und Wundervolle in jedem Augenblick zu entdecken, um sich rumzuschauen, wo gibt es Dinge, für die ich dankbar bin. Ja, in anderen Ländern machen sie dazu Feste, ne? Und das meistens, wenn die Ernte drin ist. Aber vielleicht kann man das auch mal jeden Tag machen, wenn man sich überlegt, was wertschätze ich überhaupt. Und ich glaube, dass es tatsächlich, wenn es wertgeschätzt wird, auch zu uns zurückkommt. Ich habe letztens mal irgendwo was gesehen, ich glaube, es war eine Sendung oder so. Und da war als Beruf angegeben, es hat mich so amüsiert, Berufssonnenschein. Ja? Also jemand, der sich es als Berufung gemacht hat, jeden Tag die Sonne irgendwie scheinen zu lassen. Und das versuche ich in meinem Leben auch so zu praktizieren und ich glaube, es hilft ein Stück weit. Dann haben wir die Großzügigkeit, passt auch wunderbar zum Thema, denn da, wo ich großzügig dankbar bin, da bekomme ich auch großzügig was zurück. Ja, und es geht um die Beständigkeit, also dranbleiben an den Dingen, den Dingen Zeit geben, Wachstum. Jede Phase des Lebens hat eben irgendetwas Intus, was wiederum neue Phasen hervorruft, aber die brauchen eben auch die gewisse Pflege. Lasst uns mal ein bisschen tiefer kramen. Ja, es geht darum, vielleicht fühlt man sich bei irgendwas alleingelassen, ja. Möglicherweise hat man so dieses Gefühl, oh, ich muss alles alleine wuppen, ich bin distanziert von irgendetwas. Vielleicht habe ich mich auch schon so in meinen Turm reingesetzt und gar nicht mehr das Wachstum oder die Blumen außenrum wahrgenommen. Andere Sache ist zum Beispiel die, dass man hier im Rückzug Geschenke findet oder aber, dass man hier mit irgendwelchen Ämtern und Behörden zu tun hat, wo jetzt Dinge gut ausgehen oder wo ein Riesengeschenk auf einen zukommt. Natürlich geht es auch an alle Selbstständigen. Auch ihr könnt hier mit den Blumen schöne Geschenke erwarten, die es euch dann auch auf beständige Art und Weise leichter machen für die Zukunft oder eben für den Moment. Ne? So, guckt mal, der Schutz kommt dazu. Was wollen wir mehr? Ein beschütztes Geschenk, ein Geschenk, das uns Schutz bietet. Vielleicht ist das Geschenk auch an sich ein Schutz über irgendeine Situation. Also gehe beschützt deinen Weg weiter. Oder ja, in dieser Qualität. Dann kriegst du hier auch deine Blumen, deine Anerkennung, dein Geschenk überreicht. Die Zeit kommt hier zweimal. Beständigkeit und Zeit. Die Zeit können wir nicht beeinflussen. Die Dinge brauchen so lange, wie sie brauchen. Die einen sind schneller, die anderen sind langsamer. Manche haben das Gefühl, nie anzukommen.
da muss man auch ein bisschen aufpassen. Wenn ich mir immer suggeriere, das wird eh nichts mehr, dann wird es auch nichts mehr. Also irgendwo muss man dann, man kann nicht hinstehen und sagen, so, wo bleibt jetzt die Veränderung, sondern man muss eben in der Zeit auch weiterleben, um voranzukommen und Führung für sein Leben aufnehmen. Und vielleicht auch mal zu gucken, ich meine, das soll jetzt nicht bösartig sein, aber es gibt echt viele Menschen, denen geht es wesentlich schlechter als uns. Die sind in eine ganz andere Situation reingeboren, die haben ganz andere Schicksale wie wir. Manchmal denke ich auch, an vielen bin ich trotz meiner Dinge vorbeigeschrammt und da bin ich wirklich froh drum. Okay, also wir kriegen hier gezeigt, dass sich der Nebel lüftet, dass sich hier eine Zeit ankündigt, wo sich neue Türen öffnen, die wie ein Geschenk kommen und wo wir dann auch beschützt und beständig unseren Weg weitergehen können. Bei der Großzügigkeit denke ich auch immer, es ist wichtig, dass wir von dem, das wir haben oder von dem Glück, das wir erfahren, weitergeben. Was im Fluss ist, kommt auch wieder zu dir zurück. Wobei das sicherlich auch ein schwieriges Thema ist, gerade in der heutigen Zeit. Das Schicksal mischt sich ein. Es bietet dir hier eine Möglichkeit, eine Wende ins Leben zu kriegen. So ein Gefühl von Aufatmen oder Schwere fällt von mir weg. Ich bin froh. Vielleicht hat sich auch deine Ausdauer bei irgendwas gelohnt. Sprich, du kannst jetzt davon profitieren, dass du durchgehalten hast. Genau dieses Durchhalten und die Zeit bringt dir hier eine sehr gute Situation, eine Belohnung auch mit, denn wo die Sterne sind, da werden hier Themen beleuchtet, die tatsächlich, ja, ich würde mal sagen, die haben viel gewogen, die sind immer wieder gekommen. Das können auch Beziehungsvertraglichkeiten, Verbindlichkeiten sein. Und hier sieht es so wie ein Durchbruch aus, ne? Man hat ein bisschen Glück, das Schicksal nimmt seinen Lauf und macht jetzt die Tür auf, für die du vielleicht so lange schon gekämpft hast oder eingestanden bist. Lass mich mal gucken, was wir hier noch mitkriegen. Ja, wunderbar, der Himmel schickt dir Zeichen. Natürlich sind es auch die Türen zur Anderswelt, die da aufgehen oder ja, wo du die Möglichkeit hast, eben auf die sensible Art und Weise die Verbundenheit dazu zu spüren. Vielleicht kriegt der ein oder andere jetzt auch so ein Zeichen vom Himmel, wo er mal an seine Angehörigen denkt, die es nicht mehr gibt oder die hier auf dieser Sphäre nicht greifbar sind, in dieser Sphäre. Ja, klar, das war mir klar, das geht hier um ein längeres Kreuz, ne? Die Situation hat mit der Vergangenheit zu tun, vielleicht auch mit vergangenen Inkarnationen. Und dir werden jetzt hier diese Momente geschickt, wo du das Leben im Jetzt drehen kannst und auch dein wahres Ich leben kannst, ohne dieses Ganze, was du so an Sondermüll der Family und so weiter mitgekriegt hast. Also es ist eine tiefere Sache. Das ist ein Moment, wo du wirklich tief durchatmest und denkst, oh, Gott sei Dank. Ne? Gott sei Dank und die Dankbarkeit liegen auch nah beieinander. Und wir gucken jetzt noch, was der Engel für heute dazu sagt. Und wir haben den Engel der Meditation. Hier geht es um deine innere Ruhe, hier geht es um, ne, hier der Turm und du. Da zieht man sich zurück, da sucht man die Stille. Da kriegt man vielleicht auch Antworten, man findet zu irgendwas zurück, das sehr fokussiert wiederum ist. Ja, und hier unten haben wir noch den Engel der Transformation, der dir hier sagt, klar, hier passt Live-Heilung. Die Hindernisse in deinem Leben werden zu kostbaren Perlen.
Also man wird hier verstehen, warum, was, wie war, und man hat dieses Durchatmengefühl und nicht mehr dieses Verstockte, wo es einem manchmal auch den Atem wegschnürt. Vielleicht kann man hier auch mal das bewusste Atmen mit einbeziehen in den Tag. Und damit wünsche ich euch heute einen wunderbaren Tag. Ich drücke euch bis morgen.